Guten Morgen. Wir machen uns heute auf den Weg von Amantani nach Cusco und da soll es noch ein paar schöne Ecken zu sehen geben. Aber erstmal müssen wir von der Insel runterkommen. Nur eine traurige Sache, oder anders kann man es glaube ich hier nicht machen. Müll wird hier halt einfach verbrannt. Gestern habe ich gesehen, wie die alte Rucksäcke verbrannt haben. Da hinten liegen Plastikflaschen. Das ist halt leider nicht möglich. Das ist eine geschlossene Kommune hier. Ist halt so. Ist halt nicht immer so wie bei uns in Westeuropa. Wir sind jetzt ungefähr 10 Kilometer dieser Schotterpiste entlang gefahren und sind jetzt im Canyon Tinayami angekommen. Der Canyon wurde, wie ich glaube alle Canyons oder die meisten, durch Erosion geformt, aber das ist gar nicht mal so das Interessante, sondern die Legenden, die es hier gibt. Man hat früher vermutet, zur Zeit der Inkas, dass hier Dämonen und Teufel leben. Dann hat der König aus Cusco die Armee hierhin geschickt und die konnte die aber nicht besiegen, sondern quasi nur hier einsperren. Und manche von diesen Felsen hier sollen noch teilweise wie irgendwie Teufel oder sowas aussehen. Das schauen wir uns gleich noch an. Tinayani, oder wie mein Guide gerade gesagt hat, das heißt eigentlich Tinachani, bedeutet in Quechua sowas wie Töpfe oder Krüge. Und weil das so aussieht, als würden diese Teufel und Dämonen in diesen Krügen festsitzen. Die Einheimischen hier wollen generell nicht, dass man hier so rumläuft, weil das alles Privatterrain ist. Und die haben noch so ein bisschen Angst vor Corona und sowas. Deswegen fahren wir jetzt quasi diese 3 Arme einfach nur durch. Salut. Also das Bier schmeckt so ein bisschen ganz dicken nach Wein und irgendwie dunklem Bier. So eins zum Probieren okay, aber meins ist es jetzt nicht.
So, und jetzt schon wieder auf 4335 Metern. Hinter mir ist der Berg La Raya, was so viel wie der Blitz heißt. Der Gletscher ist gerade sehr klein, denn hat halt lange nicht mehr geregnet oder geschneit. Allgemein muss man sagen, Großteil der Anden sind niedrige Berge auf großer Höhe, könnte man sagen. Der hat jetzt 5.500 Meter. Aber dadurch, dass wir auf 4.300 sind, wirkt es gar nicht so viel höher. Oh Gott. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal aus der Drohnenperspektive an. Auch wenn es ja jetzt keine Drohnenaufnahmen sind, blende ich hier mal ein paar Eindrücke von der Autofahrt ein, damit ihr ein Gefühl für die Landschaft abseits der Sehenswürdigkeiten bekommt. So, den Rest der Zeit in Peru verbringen wir hier in so einem Apartment mit funktionierendem Fernseher, Küche, oben ist noch eine Waschmaschine, bei 3 Wochen kann man die gut gebrauchen, Toilette mit Badewanne und 2 Zimmer. Und einer mega geilen Aussicht durchs Fenster. Durch die ganzen anderen Aktivitäten haben wir schon wieder kaum Zeit, um die Stadt zu besichtigen. Aber wir haben jetzt quasi den kurzen Nachmittag und übermorgen oder so nochmal den Vormittag. Deswegen versuchen wir jetzt mal uns Cusco anzuschauen. Das hier ist der Plaza de Armas. Das ist quasi meistens so das Zentrum oder das historische Zentrum einer jeden Stadt, eines jeden Ortes und sonst was. Ich glaube, das hatte bis jetzt jeder Ort, an dem wir da waren. Cusco ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Zentrum des peruanischen Andenhochlandes und bedeutet so viel wie Nabel der Welt oder Mitte der Welt. Es war auch die alte Hauptstadt der Inkas, bevor die Spanier Lima zur Hauptstadt machten. Gegründet wurde die Stadt vermutlich im 11. Jahrhundert und liegt auf etwa 3400 Metern Höhe. Sie hat knapp 112.000 Einwohner, wobei etwa 430.000 Menschen im Ballungsraum leben. Die Stadt ist die touristischste Stadt, in der wir waren. Von hier startete der Salcantay Track und auch viele weitere Ausflüge, die ihr in der nächsten und letzten Folge aus Peru sehen werdet. Weitere Infos verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Das Einzige eigentlich, was mich an dieser Stadt stört, sind diese, sagen wir mal, etwas aggressiveren Verkäufer. Das hat schon so ein bisschen Türkei- oder Ägypten-Style. Aber das war zum Beispiel in Arequipa oder in Lima nicht so. Aber gut, die müssen ja auch von irgendwas leben.
mamy Irish pubie, Peru. No i oczywiście pijemy peruwiański. Oni mieli whisky peruwiańskiego, więc stajemy przy piwie. Salut! Salut. Jeszcze raz. Und hier haben wir nun ein Problem. Wer das Nepal-Video gesehen hat, wird sich vielleicht an den Irish Pub in Namche Bazaar erinnern. Auch der beansprucht den Titel des höchsten Irish Pubs der Welt für sich. Welchem geben wir nun recht? Oder geht es hier in Cusco eher um den irischen Inhaber? Entscheidet ihr. Auf dem Weg zurück zur Wohnung schauen wir nochmal kurz am Plaza de Armas vorbei und holen uns eine Pizza zum Abendessen. Der Vorteil einer Pizza ist, wenn etwas übrig bleibt, hat man kalte Pizza zum Frühstück. 2 Fliegen mit einer Klappe quasi. Salut, salut. Und ein gute Nachtbierchen durfte auch nicht fehlen. Hier war Genießen angesagt. Zum Abschluss noch ein paar Impressionen unseres zweiten Nachmittags in Cusco. Hier würden sich wie in Arequipa ein paar Tage mehr Zeit zum Besichtigen lohnen. Das war's dann auch schon wieder für heute. Nächste Woche kommt die letzte Folge aus Peru, in der wir eine Reihe von Ausflügen in der Region machen. Wenn euch das interessiert, dann schaltet wieder ein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo falls noch nicht geschehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!